Hallo Leute, heute gibt es wieder ein kleines Produktreview und heute teste ich für euch das XGP oder XGP Motorrad-Headset oder Intercom oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ist eine interessante Sache aus meiner Sichtweise, vor allem wegen dem Preis. Ich habe heute mal nachgeguckt, normalerweise kostet da ein Doppel-Headset, was ich hier habe, 129 Euro. Zurzeit ist es reduziert bei Amazon auf 110 Euro. Wäre also für ein Doppelpack von Intercom eigentlich ein richtiges Schnäppchen. Und heute testen wir, wie gut das Gerät anzubauen ist, machen ein kleines Unboxing und testen es dann auch auf dem Motorrad. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Das Gerät wurde mir kostenlos von der Firma XGP oder XGP zur Verfügung gestellt, weswegen ich hier oben Werbung einblende und hat natürlich keinen Einfluss auf meine ehrliche Meinung. So, das Gerät kommt in einer stabilen Box, wie ihr hier sehen könnt. Die machen wir jetzt mal auf und gucken, was drin ist. Also da ist ein Einleger drin. Einleger drin mit den zwei Headsets, mit den zwei Intercoms, wie ihr sehen könnt. Und die Seite. Das Gerät soll sehr leicht sein, 39 Gramm. Messe ich nicht nach, ist noch eine Bedienungsanleitung dabei. Und dann haben wir, ich vermute mal, für das jeweilige Intercom zwei kleine Päckchen. In diesem Päckchen ist dann hier so ein Mikrofon drin. Es gibt zwei Arten von Mikrofon, das mit diesem Schwanenhals. Und es gibt ein Mikrofon, das man auch in dem einfach ein kabelgebundenes Mikrofon, das man dann im Helm mit so einem kleinen Aufkleber befestigen kann. Dann haben wir die Halterung. Das Gerät kann man auf zwei verschiedene Arten befestigen. Man kann es entweder mit so einer Clip-Halterung am Helm festmachen, die man dann auch wieder entfernen kann, oder man kann es eben mit so einem Aufkleber festmachen. Und ich glaube, das ist die Variante, die ich bevorzuge, weil die ein bisschen flexibler wahrscheinlich sein wird, was die Position angeht. Wir haben ein USB-Kabel, USB-A auf USB-C mit zum Laden, und wir haben dann noch die entsprechenden Kopfhörer für in den Helm. Und das ist dann der Lieferumfang für das Gerät. Wie gesagt, zwei Intercoms im Zweierpack und zwei dieser Päckchen zur Befestigung und Installation. So, und in meinem Fall kann man einfach hier das Innenfutter rausmachen vom Helm, etwas rausbewegen und dann die Kabel hier in der entstehenden Rinne sozusagen verlegen und dann das Innenfutter wieder reinklipsen. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber bei mir im Helm sind schon ein paar Vertiefungen drin, da wo die Ohren sind. Und da konnte ich dann auch die Kopfhörer eigentlich sehr gut mit einem beigelegten Kreppaufkleber fixieren. Das funktioniert sehr gut. Muss natürlich das Helmfutter erstmal ein bisschen rausmachen, ne? Aber im Endeffekt ist das irgendwie kein großer Deal. So, und das Anschlusskabel kommt dann hier unter der Helmschale raus, und da vorne ist der Anschluss fürs Mikrofon. Und ansonsten ist das eigentlich alles tipptopp sauber verlegt. Hat bei den anderen Intercoms, kann auch an den Helmen liegen, bisher nicht so gut geklappt. So, und während der Installation gab es noch eine kleine Planänderung. Ich habe jetzt doch dieses kabelgebundene Mikrofon genommen, weil es einfach viel weniger Platz wegnimmt und bei mir im Helm auch ideal zu installieren war. Und natürlich bei dieser Helmart ich sowieso kein Schwanenhalsmikrofon brauche. Also in diesem Helm für mich dann einfach das kabelgebundene Mikrofon, ganz einfach, kaum sichtbar im Helm verlegt. So, ja, so, und jetzt seht ihr hier den Endzustand. Wie gesagt, das Intercom mit der Klebehalterung einfach dran geklebt, da wo ich denke, wo es am besten hinpasst. Und genau, also wirklich aus meiner Sicht eine sehr gute, relativ einfache Installation. Und mal gucken, wie sich das Ding dann
in der Praxis macht. Ja, meine Frau und ich gehören noch zur Generation, die es gewohnt sind, sich auf dem Motorrad mit Handzeichen zu verständigen oder eben, wenn man mal langsam fährt, Visier aufzumachen und sich gegenseitig was zuzurufen. Aber die Verständigungsqualität wird auch mit dem Alter nicht besser und deswegen ist so ein Headset, ein Intercom für uns eigentlich eine prima Lösung. Wie ihr gesehen habt, ist das Gerät sehr leicht in den Helm einzubauen, zumindest in unsere Helme, die wir haben, hat überhaupt kein Problem gemacht. Und auch die Verbindung mit dem Handy war überhaupt kein Problem. Genauso einfach war die Kopplung der zwei Helme. Die Geräte benutzen Bluetooth 5.2, also einen neuen Standard. Und sie haben eine integrierte Mikrofongeräuschunterdrückung. Es gibt auch eine universelle Pairing-Funktion, das heißt, man kann dann dieses XGP-Gerät auch mit einem Smena oder Cardo verbinden, das eventuell ein anderer Kumpel auf dem Motorrad betreibt. Die maximale Reichweite des Gerätes sind angeblich 1200 Meter, konnte ich nicht testen, aber meine Frau ist mal 200-300 Meter weggelaufen und da hat es noch einwandfrei funktioniert. Und jetzt für mich zum Entscheidenden, die Sprachqualität. Also die Sprachqualität war wirklich sehr gut, habe ich überhaupt nichts zu bemängeln. Meine Frau genauso wenig, wir haben uns gut verstanden und konnten uns jederzeit gut verständigen auf dem Motorrad. Ja, und mein Fazit, das Gerät macht einen hochwertigen Eindruck. Der Einbau war einfach vorzunehmen. Die Sprachqualität ist sehr gut, hatten wir überhaupt kein Problem damit. Und wenn man dann überlegt, dass normale Doppelsets von anderen Herstellern das Doppelte oder Dreifache kosten und dieses Gerät nur im Doppelpack 130 € etwa kostet oder darunter, muss ich schon sagen, bin ich wirklich positiv überrascht von dem, was das Gerät bringt und leistet. Einen Link zum Doppelset bei Amazon findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch die technischen Spezifikationen nachgucken. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen bei seiner Entscheidungsfindung geholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ciao!